Moin Moin, hier ist wieder der Matze von der PCGH und nach längerer Pause haben wir mal wieder einen Monitortest für euch. Diesmal wieder ein Ultrawide-Monitor von LG. Der hat einige ganz besondere Sachen auf Lager. Ich erzähle euch gleich, was das genau ist. Ja, ganz kurz zu den Eckdaten. Wir haben vor uns den LG 34UC79G. Das ist ein 34 Zöller. Mit einer Auflösung von 2560 x 1080 Pixeln und wie man unschwer sehen kann, ein Ultrawide-Monitor, also 21:9 Format. Davon produziert LG eine ganze Menge. Hinter uns stehen zum Beispiel zwei andere Modelle, aber der große Unterschied dieses Mal, das Exemplar geht hoch bis auf 144 Hertz und ist damit natürlich super interessant für Spieler. Außerdem spendiert LG dem Panel auch noch FreeSync Support, das heißt dynamische Anpassung der Bildraten, auch bis 144 Hertz. Also gleich zwei Gründe, sich das Ding genauer anzusehen. Dass sich der UC79G ganz besonders an Spieler richtet, das sieht man eigentlich schon am Design. LG hat sich dieses Mal, anders als bei vielen Monitoren, nicht für ein gediegenes, elegantes Design entschieden, sondern für ein relativ, sag ich mal, aggressives Design mit roten Farbakzenten. Das sehen wir zum Beispiel schon hier hinten am Standfuß mit dieser roten Zierleiste hier. Und das Ganze geht unten weiter beim Standfuß auf dem Tisch, auch hier rote Verzierungen und das Ganze in einem relativ interessanten geometrischen Design. Bei den Schnittstellen gibt es eigentlich gar keine großen Überraschungen. Wir sehen einmal hier oben schon angeschlossen DisplayPort, zweimal HDMI, dann den Anschluss für das externe Netzteil, ein USB-Hub mit zwei Downstream-Anschlüssen, ja, und ein Kopfhörer und ein Line-Out 3,5 mm Anschluss. Das war's schon. Bei so großen Monitoren ist es ja relativ häufig, dass man sie nicht sonderlich gut verstellen kann. Das hat LG hier eigentlich ganz gut gelöst. Der Standfuß bietet die Möglichkeit, die gesamte Displayoberfläche von oben nach unten zu verschieben. Und man kann sie auch sehr großzügig neigen. Drehen kann man das Ganze natürlich nicht. Wie eingangs erwähnt, die Auflösung liegt bei 2560 x 1080 Pixeln. Auch bekannt unter dem etwas kryptischen Kürzel UWUXGA, das muss sich niemand merken, aber was ihr euch merken müsst ist, in der Auflösung lässt sich noch ziemlich flott spielen, denn die Leistungskosten dafür liegen nur knapp über Full HD, also 1920 x 1080 Pixeln. Damit ihr auch seht, dass ich nicht lüge, gehen wir gleich mal ins Spiel rein. The Vanishing of Ethan Carter Redux Version, also ein richtiger Grafikkracher, und wir schauen mal, wie die Framerate da aussieht. Wir sehen, das Ganze läuft relativ flott, aber nicht für jeden dürfte die Auflösung fein genug ausfallen, denn in 34 Zoll ist oft auch 3440 x 1440 üblich. Jetzt mal kurz zum Vergleich, genau dieselbe Spielszene auf einem genauso großen Display mit UWQHD-Auflösung. Aber wie man natürlich auch sieht, das Ganze läuft wesentlich langsamer und es sind keine 144 Hertz in dieser Auflösung möglich. Jedenfalls noch nicht. Super wichtiges Feature für Spieler hier beim 79G ist die sogenannte Motion Blur Reduction, mit dem also Schlierenbildung verhindert werden soll. Gerade bei Bewegtbildern ist natürlich für Zocker sehr interessant und ganz besonders bei hohen Aktualisierungsraten interessant. Aber wichtig, das Ganze funktioniert nicht gleichzeitig mit FreeSync. Ich demonstriere euch mal kurz, was ihr im Treiber einstellen müsst, damit es da keine Probleme gibt. Damit wir Motion Blur Reduction nutzen können, müssen wir nämlich hier beim 79G die Bildaktualisierungsrate zurückstellen auf 120 Hertz. Das ist ja auch noch ziemlich schnell. So, wir aktualisieren das Ganze und dann geht es ins On-Screen-Display des Monitors. Hier unter den Spieleinstellungen finden wir dann nämlich die Möglichkeit, Motion Blur Reduction zu aktivieren. Das wäre nicht möglich, wenn wir noch auf 144 Hertz wären. Ich mache das mal kurz. So. Motion Blur Reduction deaktiviert und gleichzeitig sehen wir auch FreeSync, also die dynamische Bildratenanpassung, ist damit deaktiviert. Und das war's schon. Stichwort FreeSync, wer sich damit noch nicht auskennt, das ist die dynamische Anpassung der Bildrate des Monitors an die Bildrate, die die Grafikkarte ausgeben kann. Und das wichtigste Feature, der wichtigste Vorteil bei dieser Technologie ist, es gibt keine horizontalen Bildrisse mehr. Wir sehen hier nochmal ein Beispiel von Ethan Carter, also auch bei 144 Hertz und einer sehr hohen Bildrate. Das Bild zerreißt nicht, FreeSync funktioniert also wunderbar. Zusätzlich hat LG dem 79G sogenanntes Dynamic Action Sync spendiert. Dahinter verbirgt sich die Minimierung der Eingabelatenz, das heißt, der Weg von der Mauseingabe
bis zum sichtbaren Ergebnis auf dem Bildschirm soll möglichst gering ausfallen. Natürlich auch das ganz wichtig für Spieler. Das und viele andere Sachen zeige ich euch im Test. Viel Spaß!